Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute gucken wir mal in den Discord, in den ich noch sehr selten reinschaue, aus gutem Grund. Aber es gibt ein bisschen Aufwind, vielleicht kann man sagen, was Feedback angeht von Game Mastern/Developern, eine neue Entwicklung. Piccolo hat da ein kurzes Update gepostet und das wollen wir uns heute zusammen anschauen. Ja, das hier war Piccolos erster Post in der Feedback-Sektion Community Feedback. Hello everyone, first of all I want to apologize that I have been silent here. Yes, I have provided all of your given feedback here and some of them already made it into the game. Even not as much as you would have hoped for. We ask you to keep in mind that we are just a messenger and all we can do is to provide your feedback. We understand that you got a feeling that your feedback won't be read, but we can assure you this is not the case. Quite the opposite. Every feedback from you has been collected and sent to the related teams. So please do not stop to give us the feedback, only this way we can work together and make Flive a better place. I will try to be more transparent in future what feedback has been sent. Und vor allem der letzte Satz, der interessiert mich vor allem, aber da gehe ich jetzt später noch drauf ein. Also wir gucken uns jetzt erstmal so an, was Piccolo so insgesamt geschrieben hat, bevor wir größtenteils drüber reden. Aber ja, das war so, wie gesagt, dieses erste Statement. Und fast das gleiche oder nochmal ein ähnliches Statement hat er hier nochmal oder so ein bisschen da rein verpackt. Hier das war jetzt in dem normalen Chatverlauf quasi als Antwort auf jemanden. Hi there, well honestly this is not correct. Every Thursday is our feedback day where we collect all feedbacks from you and forward them to our teams. Some of the feedback can be applied quickly, for example the PD8 has been replaced by the PD12 in the Battle Pass, but others need more time for preparation, internal discussions, eventually development and so on. Please do not have the feeling that you are ignored by us. I will try from now on to give you more and better updates. The feedback from this week is collected as well and forwarded to the teams. Also hier mehr oder weniger auch das Gleiche, weil jemand quasi gesagt hat, yo, wird hier eh nicht gelesen, Feedback zu geben ist sinnlos, so nach dem Motto. Also so hat sich der vorherige Chatverlauf mehr oder weniger gelesen. Und ja, offensichtlich hier nochmal das Statement, was wir gerade schon gelesen haben, bisschen anders formuliert, aber mehr oder weniger das Gleiche. Und auch hier wöchentliche Feedback-Sitzungen, wo dieses Feedback verarbeitet und weitergeleitet wird sozusagen. Und ja, das ist ja eigentlich etwas Positives. Dann hier. Well, first of all, thanks for the update. Also das ist von einem User, das obere. Is it somehow possible to share which list of feedback is given to the management? I guess that would be transparent and good for us to also remind on topics as humans can forget something or do failures. This is something I'm actually working on, also von Piccolo wieder, but has to be greenlit by the management. As soon as I've got the confirmation, I will set something like this up. Kommen wir später auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Das ist aber auch im Endeffekt das, was ja hier schon drin steht mit dem mit dieser Feedback-List oder was auch immer. Und dann hat sich hier jemand hauptsächlich über die Kommunikation und so weiter beschwert. Und so weiter. Noted and I do understand the critic. Point here is that I actually can't say much as long as I have nothing to say. I know that there's a lot of internal stuff going on. And we made Connect is really concerned about this game. Unfortunately, just in very rare cases, they give us insight about the ongoing processes. That's why I went in the background and made sure your feedback will be provided to the teams, so your voices will be heard. Also hier ist im Endeffekt auch nochmal der Highlight, dass die Game Master fast machtlos sind. Also so liest sich das für mich zumindest mehr oder weniger. Ich meine, er sagt halt literally, dass das We Made Connect denen nicht mal sagen, was da eigentlich abgeht, so ungefähr. Was schon irgendwie auch ein bisschen weird ist. Ich meine, das sind ja, also die arbeiten ja alle eigentlich zusammen. Also wieso zum Teufel wissen die nicht, was da los ist? Also es ist einerseits, ja, keine Ahnung, einfach eine schwierige Situation. Gut, dann das hier ist Server-Merge mit dem Genesis-Server, der momentan komplett am Sterben ist. Gut, interessiert es wahrscheinlich die meisten von euch ja nicht so sehr. What about Capture Remove? Do you talk about that on Thursday? Das fand ich ganz interessant. I talked about this multiple times already, but for now I don't really have an answer for that. Should there be a change, we will announce it in our Update News. Also Capture Remove wäre wirklich ein Segen für dieses Spiel, weil es einfach nur nervt und es hat einfach effektiv keinen Nutzen, zumindest aus Spielersicht nicht. Also ich meine, ich kenne die technischen Details dahinter nicht, aber jeder sagt, dass es sinnlos ist. Jeder, der irgendwie in der Materie drinsteckt als Spieler oder anderes, sagen wir es mal so. Und ja, es ist einfach zum Kotzen. Genau. Und ob Shiro nochmal, also ein Developer nochmal in den Chat kommt und mit den Spielern redet quasi,
Hat er gesagt, ob das möglich ist. Hat er gesagt, kann er machen, also er kann fragen, aber er kann nicht versprechen, dass er Zeit dafür hat. Und der letzte Screenshot ist der größte, keine Sorge, nicht erschrecken, aber das ist wirklich der letzte Screenshot. Danach haben wir hier eine Open Discussion oder kann ich meine Gedanken dazu äußern. Und hier wird vor allem auf diesen letzten Punkt eingegangen mit dem Statement von den We Made Connect und bla bla. Und ich will jetzt nicht alles lesen, aber im Endeffekt vielleicht das hier. Are they short-staffed for operations? Are they in progress of expanding? It's just unclear what that means. Also, if We Made Connect is very interested on the status of the game and your feedback, then what are the risk mitigation topics and outputs that are being discussed? I think the vague answers are just giving players the community false hope that change is actually being implemented. I'm not asking for detailed, specific answers. I would just like to know what to expect other than they received our feedback and will soon get back to us. Clearly, that's not the case for the most part. Darauf hat Piccolo gesagt, that We Made is very interested on the status of the game and your feedback. They are asking me week for week to provide your feedback. Interessant. Genau, dann der nächste Satz ist, ja. Well, when asked that it's internal, I mean it's internal. More I really can't say. There's no staff shortage or anything, just a lot of planning for the future. Ja, und dann vielleicht noch das Abschlussstatement hier von dem Spieler, von einem anderen Spieler, glaube ich. Das war nicht der gleiche, der das gefragt hat. To be fair, Piccolo, it is clear that We Made is only interested on the sales and it shows from the continuous package sales that nobody cares about. When we say interested, that should translate to good events, balancing changes, continuous communications, etc. I do not think anyone here truly cares if Aishiro or the team is busy. Communicating with us should be part of their job. So better add a 30th window in their calendars to do that on a weekly basis. Ja, das waren tatsächlich schon alle Screenshots von Piccolos Nachrichten, weil mehr wurde tatsächlich auch nicht geschrieben. Und ja, ich möchte jetzt nochmal das Ganze so ein bisschen zerpflücken. Ich wollte euch erst das Gesamtbild geben für die Leute, die sich nur dafür interessieren. Und jetzt noch so ein bisschen meinen Senf dazugeben und ein bisschen drüber quatschen. Also das erste Statement ist sehr allgemein natürlich. Also mehr so, ja, wir machen was, wir tun das und dies und jenes und so. Gut, kann man jetzt halt nicht wirklich drüber streiten, weil ich meine, wir wissen nicht, was intern bei Gala abgeht. Von dem her kann man das halt nicht wirklich abwägen, ob das jetzt stimmt oder inwiefern das stimmt oder was auch immer. Ist einfach schwierig. Und für mich vor allem interessant der letzte Satz. Gut, in dem steht ja im Endeffekt das Gleiche. Hier haben wir halt wirklich diese Antwort hier nochmal, ob es halt irgendwie eine Liste mit dem Feedback geben könnte. Und hier sagt Piccolo, daran arbeitet er. Und da muss ich sagen, das einfach nur so zu sagen, also klar, hier auch wieder, it has to be greenlit by the management, aber ganz ehrlich, wenn das nicht kommt, ja, dann wirklich no front an Piccolo, aber dann ist das einfach Bullshit. Es kann nicht sein, dass ein Game Master zum Beispiel sagt, hey, die Spieler sind unzufrieden, weil sie keine Ahnung haben, wann ihr Feedback irgendwo ankommt und wie das dann weitergeht und pipapo. Also wir sagen quasi, okay, sendet uns Feedback, und wir sagen, okay, Feedback angekommen. Und danach ist es einfach eine komplette Leere. Es ist einfach im unendlichen Universum verschwunden, dieses Feedback, und kein Mensch weiß, wann das jemals ins Game kommt, ob das jemals ins Game kommt, was damit jemals passiert. Man hat keinen blassen Schimmer, und deswegen haben halt viele Leute auch keinen Bock mehr, Feedback zu geben, weil man halt einfach keine Ahnung hat, wann, wie, warum es nicht kommt, warum es ewig dauert. Man hat gar keinen Peil, was abgeht. Und hier sagt jetzt ein Game Master quasi, okay, ich will probieren, das euch ein bisschen transparenter zu machen, damit ihr vielleicht einen besseren Teil davon habt, was abgeht oder was mit eurem Feedback passiert. Aber es muss erst vom Management freigegeben werden. Und welcher Manager hockt dann da und sagt, ja, nö, das machen wir nicht, die sollen die Schnauze halten. Also ich meine, wenn das nicht kommt, dann denke ich mir halt, wer auch immer der Manager für Flyf ist, er soll gefeuert werden. Der Typ hat keinen blassen Schimmer, wie man ein Spiel managt, zerstört aktiv das Game. Er zerstört das Vertrauen der Community in das Spiel und er sorgt einfach nur dafür, dass es schlechter und scheiße ist. Also wer auch immer dieser Manager ist, der das greenlitten muss, der Typ soll gehen. Der hat nichts verloren in dem Laden und sorgt aktiv dafür, dass das Spiel schlechter wird. Also der soll einfach gefeuert werden. Der soll weggehen und die sollen jemanden einstellen, der actually eine Ahnung davon hat, wie man gute Spiele macht. Also das ist ja lächerlich. Also wie gesagt, nichts gegen Piccolo hier an der Stelle. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das stimmt. Und ja, wer auch immer dieser Manager ist, also vermutlich ist es der CEO von Gala Inc., kann ich mir persönlich vorstellen,
Der Gala-Konzern hat wirklich nicht viele Angestellte, es sind nicht mal 100 Angestellte. Es gibt also nicht viele Leute, die es sein können. Ich persönlich vermute mal, es ist der CEO von Gala Inc., aber das weiß ich natürlich nicht, es ist nur eine Spekulation. Und der ist schon lange im Amt, sage ich mal, und ich würde sagen, seit er im Amt ist, ich weiß nicht ganz genau, aber schon eine ganze Weile auf jeden Fall, wurden kaum gute Entscheidungen getroffen. Also vielleicht ist es mal Zeit, dass da mal jemand Neues den Posten übernimmt, der vielleicht bessere Entscheidungen treffen kann. So, der nächste Punkt ist was mich eigentlich fast noch mehr triggert als das, was ich gerade gesagt habe. Und zwar hier nochmal quasi, I actually can't say much as long as I have nothing to say. Ist wahrscheinlich einfach bezogen auf das Feedback generell und auch mit der Kommunikation. Also wahrscheinlich wieder auch mit dem Punkt, was darf er überhaupt sagen und so. Und hier dieser nächste Satz, das ist halt wirklich der Abschuss einfach. I know that there's a lot of internal stuff ongoing and WeMade Connect is really concerned about this game. Unfortunately, just in very rare cases, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, in very rare cases, they give us insight about the ongoing processes. What? Wieso? Ihr arbeitet zusammen am gleichen Spiel. Ihr müsst das doch Hand in Hand machen. Wie kann das sein, dass das nur in sehr seltenen Fällen der Fall ist, dass Game Master oder wer auch immer genau damit gemeint ist, mit Us, aber Game Master und so weiter, dass die einen Einblick bekommen, was eigentlich gerade passiert. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das für ein Schwachsinn ist. Also, ich weiß nicht, ob das einfach an koreanischen Firmen liegt, dass die so eine komische Mentalität haben. Aber müsst ihr euch mal vorstellen, ihr arbeitet mit jemandem zusammen, ihr seid Team 1 und die anderen sind Team 2. Sicherlich, eure Aufgabenfelder sind anders, aber damit man in einem Unternehmen zusammenarbeiten kann, erfolgreich, muss man ja zumindest ein grobes Verständnis dafür haben oder ungefähr wissen, was die anderen machen. Und ich stelle mir das so vor, du gehst so rüber, klopfst an deren Tür und fragst so, hey, wie sieht's eigentlich damit aus? Und sie sagen einfach, sorry Bro, das können wir dir leider nicht sagen und machen dir die Tür vor der Nase wieder zu. Also ich meine, what? Also das kann es doch nicht sein. Was ist denn das für ein Sauladen einfach? Und warum zum Teufel haben die überhaupt so viel damit zu tun? Also aus einer Spielerperspektive wieder, was macht WeMade Connect überhaupt? Außer anscheinend aktiv das Game zu verschlechtern mit so einem Bullcrap hier. Also wofür sind die überhaupt zuständig? Ich meine, das ist ja nur der Publisher, muss man ja auch dazu sagen. Und dass die überhaupt irgendwie die Dreistigkeit besitzen, hier irgendwas zu blockieren sozusagen, irgendwelche Prozesse zu verschlechtern oder untransparenter zu machen. Für die Game Master, nicht mal für die Spieler unbedingt, sondern für die Game Master. Also das ist einfach nur, ich kann es nicht fassen, was man hier liest einfach. Das ist kein Wunder, dass es dem Game so beschissen geht und es Woche für Woche schlechter wird gefühlt. Also kannst du dir nicht reinziehen, was man sich hier durchlesen muss. Das ist wirklich crazy. Ja, und dann ist es jetzt ein bisschen schwierig, weil hier fängt das eine an. Mit Aishiro zum Beispiel, oder Developer generell, ich meine, muss ja nicht unbedingt der Lead-Developer sein, ist ja egal, aber dass halt irgendeiner vom Dev-Team mal wieder mit der Community redet und die selber, also der direkte Developer, also wirklich die Leute, die direkt am Spiel arbeiten, dass die immer noch mal so ein bisschen ins Feedback eintauchen und da vielleicht neue Inspirationen, Ideen oder was auch immer sehen können oder was auch immer. Und dass er halt hier sagt, okay, das weiß er nicht, ob das klappen wird. Ich meine, klar, er kann nicht für andere Leute entscheiden. Er kann jetzt nicht einen Entwickler zwingen, in den Discord zu gehen und dann eine Open-Talk-Runde zu machen oder ein Ask Me Anything oder so ein Scheiß. Keine Frage. Aber hier fand ich das ganz gut formuliert in dem letzten Satz hier von dem Spieler. I do not think anyone here truly cares if Aishiro or the team is busy. Und ich finde, das trifft halt den Nagel auf den Kopf. Communicating with us should be part of their job. Und sicherlich könnte man das auch sagen, nein, das muss nicht sein, weil ja die Game Master mit uns reden, es aufnehmen und direkt an die Developer weiterleiten, das Feedback, und man diesen Schritt quasi skippen kann so ein bisschen. Würde ich persönlich sagen, wäre ein gutes Argument, wenn man halt das Gefühl hätte, dass mit dem Feedback wirklich was passiert oder wenn es so eine Feedbackliste gäbe. Und da möchte ich vor allem aufmerksam nochmal machen auf Project M. Bei Project M, also Flive Universe im Entwicklungsstatus quasi, die hatten mal eine Liste, wo sie irgendwie 200 Bugs oder so aufgelistet hatten. Der ein oder andere kann sich daran bestimmt erinnern. Da hatten sie so eine Excel-List oder ein Google Drive oder whatever, so ein Spreadsheet, wo einfach alle Bugs oder alle Crucial Bugs irgendwie gelistet waren, die sie unbedingt fixen wollten bis zum Release oder irgendwie so. Also ist jetzt mittlerweile schon über 2 Jahre her, deswegen kann ich mich jetzt auch nicht mehr ganz genau dran erinnern. Aber auf jeden Fall gab es da so eine Liste
Und da konnte man dann genau sehen, wird dran gearbeitet, ist noch nichts gemacht, also so quasi rot, ist einfach nur bekannt, dass der Bug existiert, aber wir haben noch nichts gemacht, so ungefähr. Dann, wie gesagt, gelb oder so, Bearbeitungsstatus und grün, fixed und implementiert oder irgendwie so. Ja, und genau das wollen wir quasi. Wir wollen so eine verdammte Liste und klar, so eine Liste zu führen mag viel Arbeit sein, aber das ist irgendwie den ihr Job, sag ich mal, trotzdem. Ich meine, klar kann man jetzt nicht pauschal sagen, jedes Spiel sollte das haben oder jedes Spiel whatever, aber sie wollen ja offensichtlich unser Feedback haben. Es gibt im Discord die Suggestions, es gibt Feedback und so weiter und so fort. Und nur so kann das Game ja letztendlich besser werden. Also ich finde das ein gutes System. Und klar, wenn das jetzt andere Spiele nicht unbedingt so machen, ja gut, ist doch egal, dann machen wir es halt so. Ist ja besser für uns. Ich meine, wenn das andere Spiele nicht so machen, sind sie selber schuld. Die haben vielleicht andere Systeme, wo es dann auch funktioniert. Aber bei uns funktioniert es ja offensichtlich nicht. Es gibt Sachen, die stören die Spieler seit Release des Games und sind immer noch nicht besser geworden. AKA Captcha zum Beispiel. Und ja, da muss einfach irgendwas kommen. Und ich meine, das hatten wir ja schon, wie gesagt, während Project M. Klar, ist nicht das gleiche wie das Full Release der Game, aber wir hatten schon so eine Liste, wo Sachen eingetragen wurden, die bekannt waren oder die auch wirklich gestimmt haben, dass das Bugs sind und so weiter und so fort. Die wurden in eine Liste aufgenommen. Ich hoffe, so eine Liste sollte ja eigentlich sowieso existieren, wahrscheinlich intern, für sich selbst quasi. Und so eine Liste, vielleicht ein bisschen abgespeckt, dass nicht alle Infos drinstehen oder was auch immer, aber einfach so eine grobe Liste, wie gesagt, ein geschertes Dokument, wo jeder reingucken kann, wo jeder Lesezugriff drauf hat, wo man einfach reingucken kann, wie es denn so aussieht. Und da soll dann auch drinstehen, okay, Bug ist bekannt, noch nicht dran gearbeitet. An dem wird gerade gearbeitet oder nicht unbedingt nur Bugs, sondern auch generell Changes einfach und so, Verbesserungen, wie auch immer. Und halt auch grün einfach, hier, das ist fertig und das wird bald kommen. Muss ja auch nicht mit einem spezifischen Datum sein oder so, aber einfach, dass man weiß, okay, das müsste jetzt in einem der nächsten Patches kommen. Und einfach sowas wollen wir. Und das ist ja eigentlich nicht viel verlangt, finde ich persönlich. Und wie gesagt, wenn das jetzt wirklich geblockt wird von dem Management, also wenn Piccolo genau sowas machen will und genau das jetzt geblockt wird von dem Management, dann, ich weiß nicht, was man da noch sagen kann. Also das ist crazy. Und wie gesagt, wenn das mal implementiert ist, ich denke mal, dann kann man darauf verzichten, dass ein Developer in den Talk kommt. Aber ab und zu, ich meine einmal im Monat oder whatever, dass da einer sich in den Discord herablässt, haben sie ja wie gesagt in der Vergangenheit eigentlich auch öfter mal gemacht. Finde ich es nicht zu viel verlangt, aber wie gesagt, mir persönlich wäre es wichtiger, wenn man irgendwie so ein System schafft, wo man schnell und einfach nachgucken kann, was momentan so die Probleme und Sachen sind, an denen gearbeitet wird, neben natürlich neuem Content und man einfach ein Update bekommt, was mit dem eigenen Feedback vielleicht eigentlich momentan so passiert. Und der letzte Punkt ist halt noch dieser Widerspruch, auf den ich eingehen will. Here, we made is very interested in the status of the game and your feedback. They are asking me week for week to provide your feedback. Ich meine, das ergibt halt literally keinen Sinn, quasi, dass WeMade sagt, yo, Piccolo oder Game Master allgemein, Game Master Team, gebt uns das ganze Feedback, wir wollen das alles wissen und yeah, cool, yeah, let's go. Und dann sagt Piccolo, okay, und was macht ihr jetzt damit? Sorry, Piccolo, aber das ist nicht deine Zuständigkeit. Das hat dich nicht zu interessieren, lass uns bitte in Ruhe. So ungefähr. Also, das kann doch nicht wahr sein, oder? Das ist so ein Widerspruch in sich im Endeffekt. Und ehrlich gesagt kann ich mir das ehrlich gesagt vorstellen, weil koreanische Firmen, von dem, was ich so mitbekommen habe aus Spielerperspektive, wie gesagt, sind einfach weird. Die sind total weird, die gehen total weird mit solchen Sachen um. Die behandeln ihre Spieler seltsam. Also es ist einfach seltsam aus einer deutschen Sichtweise. Es macht einfach keinen Sinn. Wenn ich mir so ein Arbeitsumfeld auf der Arbeit vorstellen würde, wo ich arbeite, es würde einfach alles den Bach runtergehen. Es würde komplett in Flammen aufgehen. Also ich verstehe nicht, wie man so ein Unternehmen führen kann, das actually sogar an bestimmten Zeitpunkten, gut, Remade Connect kenne ich jetzt nicht so gut natürlich, aber Gala selbst macht das ja auch mehr oder weniger so, wie man so ein Unternehmen führen kann, das sogar an manchen Zeitpunkten echt erfolgreich war, könnte man sagen. An der Aktie und so. Ich meine, sie hatten ja wirklich riesige Höhenflüge, aber auch extreme Abstürze natürlich. Und diese extremen Abstürze hätte man bestimmt zumindest ein bisschen abfedern können, indem man eben nicht so handelt. Also ich verstehe es einfach nicht. Wobei man natürlich sagen muss, Gala ist eigentlich japanisch und nur die Spieleentwicklung ist in Korea. Aber ist ja vollkommen egal. Ich meine, irgendwo ist das auch so, keine Ahnung. Es ist einfach ein generelles Problem in diesen asiatischen Firmen anscheinend, oder zumindest in denen, die mit Flive zu tun haben,
Und es ist einfach traurig, muss man wirklich sagen. Und wie gesagt, wenn diese Liste wirklich gecockblockt wird von dem Management, also dann verstehe ich die Welt nicht mehr, weil was zum Teufel hat das dann für einen Sinn? Also was wäre da die Begründung zu sagen, nein Piccolo, du darfst das nicht, mach sowas nicht. Mach bitte keine Feedbackliste, du zerstörst das Spiel damit. Also ich meine, was wär die Argumentation dagegen? Argumente dafür gibt es tonnenweise, Argumente dagegen kann ich mir fast kein einziges vorstellen, ehrlich gesagt. Aber whatever. Ich sage auf jeden Fall danke euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich fand das mal ganz interessant, hier mal wieder so einen Blick reinzuwerfen, was die eigentlich so treiben. Und ja, bis zum nächsten Mal mit Fly Universe. Schaut auf jeden Fall auch im Livestream vorbei, da können wir gerne auch über sowas diskutieren. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.